Lieber Wassermann, herzlich willkommen zu deinem Mai-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, diesem und dem Extended, wie sich dein Mai gestalten möchte, was er alles für dich bereithält. Im Positiven wie im Negativen, auf was zu achten ist, was ausschlaggebend ist, einfach schlichtweg, was auf dich zukommt oder aber auch am besten ganz außer Acht zu lassen wäre. Zu diesem Video, wie schon erwähnt, eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Es fehlt hier noch meine Monstera. I'm sorry. So, alle meine Pflänzchen müssen dabei sein. So, lieber Wassermann, schauen wir. Mai 2024, was kommt auf dich zu, mit was ist zu rechnen? Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Wow, da flog schon ein ganzer Packen Karten raus. Überraschung. Sehr gut. Ja, ich würde mal sagen, lieber Wassermann, du wirst definitiv aus deiner Komfortzone nicht nur herausgepusht, sondern herausgeschleudert. Du bist gefragt, du musst agieren. Etwas, womit du nicht rechnest. Es können Emotions hochkommen, es kann ein Event im Außen sein, welches dich ein bisschen durchschüttelt, doch keine Panik. Du trennst die Spreu vom Weizen. Du besinnst dich auf deine inneren Kräfte, du besinnst dich auf dein Wissen, auf dein Können und das Vertrauen in dich selbst. Es gibt, wie gesagt, dieses Event, was dir etwas widerspiegeln möchte. Was es ist, vielleicht die Details im Verlauf des Readings. Ein Stier, welcher kämpft. Doch du weißt wohl, was du zu geben hast oder auch nicht. Du kommst im Mai, ob du möchtest oder nicht, in das Mitgefühl. Nicht einfach das Mitgefühl, sondern das wahre Mitgefühl. Du spürst es im Herzen. Du sagst, komm, lass gut sein. Das, was dir wieder gespiegelt wird, hat selbstverständlich etwas mit dir zu tun. Es wird dir vielleicht nicht auf Anhieb gleich erkennbar sein. Wenn es erkennbar wird, wird es dir vielleicht nicht gleich gefallen, doch du wirst es gleich erkennen und sofort umwandeln können, annehmen können und anpassen können, sagen sie. Jedenfalls wisse, dass die stürmischen Zeiten spätestens in 10 Wochen von dem Tag an, wo du dieses Video siehst, vorbei sein werden. Ja, 10 Wochen musst du noch ausharren, doch was macht man bei einem Sturm? Wenn er außen ist, ein Schirm, ein Unterschlupf, die 4 Wände. Sie sagen, irgendeine Behausung aufsuchen, wo du im Trockenen und im Sicheren bist. Doch was ist, wenn dieser Sturm ebenfalls im Innen ist? Sie sagen, setze dich damit auseinander. Du kannst von diesem Sturm, der im Mai auf dich zukommt, sehr, sehr viel lernen, sehr, sehr viele Erkenntnisse erlangen dürfen. Sehr, sehr viele Lernaufgaben werden im Fingerschnippen für dich, ja, wie kann ich dir sagen, dir auf dem silbernen Tablett präsentiert und auf dem goldenen Tablett, das hinterher kommt, wenn du die Aufgaben für dich erkannt hast, wird die Lösung kommen. Du hast sehr viel Kraft, sehr viel Magie, die aus deinen Händen kommt. Nutze diese. Vor allem Zeigefinger und Mittelfinger.
Diese zwei gepaart bei dir, egal was du damit berührst physisch, wird zu Gold. Achte bitte immer auf den Vollmond. Der Vollmond hat so viel Einfluss auf dich. Es ist dir nicht lieb. Ich weiß, doch er hat. So nutze diesen Einfluss für dich positiv. Es kommt ganz auf dich drauf an, wie du ihn nutzt. Nutze ihn doch einfach positiv. Dann haben wir hier die weiße Schlange, generell eine sich häutende Schlange, die Transformation, die Wiedergeburt, die Neugeburt und hier deine Hauptenergie. Schau, wie sie hier herausflog. Schauen wir sie uns an. Ulala. Der Mai möchte dich zur Innenschau einladen, doch du hast keine Lust auf Innenschau. Du möchtest leben, du möchtest genießen, du möchtest frei sein von, ich weiß es nicht, irgendwelchen innerlichen Prozessen. Du bist dieser Wachstumsprozesse, dieser Bewusstseinserweiterungen müde. Doch, lieber Wassermann, der Mai, vor allem wenn es um den 9. Mai geht, der wird dich in die Knie zwingen. Der 9. Mai, ganz, ganz ausschlaggebend für dich. Schau nach innen und werde dir bewusst, was Sache ist hier drinnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du dir dessen bewusst wirst und du es richtig anwendest, handeln kannst, wird sich der Mai so gestalten, wie du es möchtest. Wenn du aber in den Verdrängmodus gehst, no baby, no, dann wird es unangenehm. Weil dann wird sich dieses Thema immer und immer wieder präsentieren in verschiedenen Situationen. Vorwärts, rückwärts. Das wollen wir nicht. Also, 9.5. ausschlaggebend. Eine Jungfrau erzürnt über das, was sie erfährt, doch gleich die Lösung parat hat. Doch ist es die Lösung, die allen dient? Nein, sie dient nur der Jungfrau. Doch du, lieber Wassermann, weißt es doch weitaus besser. So gehe in dich, halte Innenschau ab und du wirst erkennen, handle danach, handle nach deiner inneren Wahrheit. Und da bist du schon, lieber Wassermann. Handle nach deiner inneren Wahrheit. Spreche deine innere Wahrheit aus. Habe keine Angst davor, denn nur wenn du dich dieser Aufgabe stellst, dein Innen nach außen zu kehren, zu sagen, alles gut oder, sorry für den Ausdruck, fuck off, nur dann wird der Sturm vorübergehen. Vorsicht davor, dass dein Handy-Display kaputt geht. Vorsicht vor spitzen Gegenständen. Benutze mit Bedacht spitze Gegenstände, ganz egal, von der Nadel über den Nagel, jetzt wollte ich zu schnell sprechen, von der Nadel über den Nagel bis zur Spitzhacke, bis zum Schwert, bis zu ich weiß nicht welchen spitzen Gegenständen. Bitte Vorsicht. Dann der Plan, er kommt hier rein und von da auf den Tisch. Du bekommst den Tunnelblick. Gut möglich das erste Mal in deinem Leben. Gut möglich, dass du dich selbst nicht mehr wiedererkennst. Gut möglich, dass du so einen Ehrgeiz bekommst, dass deinen Mitmenschen, anderen Menschen, die Puste ausgeht, während sie mit dir Schritt halten wollen. Also, lieber Wassermann, der Mai ist für dich rasant. Der Mai hält für dich sehr, sehr viel bereit, wenn du bereit bist, deine innere Wahrheit nach außen zu kehren. Wir möchten, dass du dir selbst treu bleibst. Wir möchten, dass du die Spreu
vom Weizen trennen lernst, ein für alle Mal. Und wir möchten, dass du für dich einstehst. Die Vergangenheit betrübt, doch vor dir das Licht. Wende dich diesem zu. Ein Wasserzeichen, die perfekte Verbindung unterhalb des Decks. Kommen wir später darauf zu sprechen. Gut möglich, dass du ganz fasziniert von jemandem bist. Dieser jemand lebt seine Gabe, Schau an, sie kam schon wieder raus. Du hast gesehen, ich habe gemischt, sie kam schon wieder raus. Wir sprechen darüber. Dass du von jemandem sehr fasziniert bist, welcher seine Gabe auslebt, sein Potenzial erkannt hat. Doch es bleibt nicht bei dieser Faszination. Du wirst deine ausleben. Es ist wichtig, dass du immer bei der Wahrheit bleibst. Der Mai ist bei dir Thema Wahrheit. Eigene Wahrheit, innen wie außen. Denn du tendierst dazu, sorry für den Ausdruck, dich selbst zu bescheißen. Das bedeutet, du erzählst dir irgendwas, ich muss dies tun, ich muss das tun, ich muss jenes tun, dieser ruft mich an, ich muss mich um diesen kümmern, ich muss mich um das kümmern. No, baby, no. Du bist dran. Du, dein Potenzial, dein Inneres, das ist jetzt das Allerwichtigste. Selbst wenn du erkennst, dass du betrogen wirst. Es ist ein Test, das Aufdecken kommt später. Es ist ein Test für dich. Wie weit schaffst du es, bei dir zu bleiben? Für manche kommt eine drastische Trennung, vor allem die, die mit einem Wasserzeichen verbunden sind. Unehrlichkeit ein Thema, doch ich denke, es kommt von deiner Seite, denn wir haben hier nur Luftzeichenkarten. Aber auch gut möglich, was Beziehungen entspricht, dass es die Beziehung zu dir selbst ist. Wir machen weiter und hier haben wir sogar antwortsuchende Stiere, die unehrlich sind. Also, Innenschau, Wahrheit. Du siehst, der rote Faden. Der Mai hat es in sich. Wir machen weiter im Extended, lieber Wassermann. Wir warten auf dich. Bis gleich. Ciao.